Herzlich willkommen zu der ersten offiziellen Folge von Tissue Talk. Mein Gast ist heute kein geringerer als Martin Krengel, der CEO der WEPA-Gruppe. Martin Krengel nimmt uns heute mit in die Werte und Visionen und das damit verbundene Unternehmertum bei WEPA. Ein ganz ehrliches Gespräch mit ganz viel Authentizität und persönlichen Geschichten. Ganz viel Spaß damit. Martin Krengel, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch und in die erste Folge unseres Tissue Talks. Ganz spontan, wenn Sie an WEPA denken, welche Werte fallen Ihnen da als erstes ein? Für mich spielt Vertrauen eine ganz wesentliche Rolle und das fällt mir natürlich als erstes ein. Dann natürlich unsere Werte, die wir als WEPA leben, Respekt, Engagement und Nachhaltigkeit. Und darüber hinaus das Thema Unternehmertum, Vision und Zielstrebigkeit, unsere Vision zu verfolgen. Lassen Sie uns da super gerne schon mal direkt ein bisschen tiefer einsteigen. Wo leben wir das beispielhaft schon vor? In unserem Alltag, in unserer Sprache, im Miteinander? Was sind da so für Punkte, wo Sie sagen, das ist gelebtes WEPA-Werteleben? Ich glaube, wir gehen sehr respektvoll miteinander um. Ja, und das ist so ein Teil unseres Leaderships. Das ist Teil, wie wir hier als Team in der WEPA zusammenarbeiten wollen. Und ich höre das oft von Gästen von außerhalb, die sagen, wenn man bei euch ins Unternehmen hineinkommt, dann merkt man die Freundlichkeit, die Höflichkeit. Man merkt aber auch die Teamorientierung des gesamten Teams. Und ich glaube, das macht uns aus und das leben wir authentisch. Und das ist das, was besonders viel Freude macht. Wenn wir jetzt mal diesen Bogen spannen von den Werten und dem Unternehmen zu Ihnen als Mensch, wie würden Sie sagen, leben Sie diese Werte auch in Ihrem Leben über WEPA hinaus, in Ihrem Alltag? Für mich spielt selbst Authentizität eine große Rolle. Ich glaube, wir würden das nicht so im Unternehmen verkörpern, wenn man es auch selbst nicht im Alltag als solches lebt. Ich glaube, ich komme vom Sport, daher kommen viele Themen der Werteorientierung, die man hat. Aber man hat es natürlich auch als Junge in der eigenen Erziehung der Eltern dann miterlebt und das mitgenommen. Und ich glaube, das prägt dann auch das gesamte Thema und die gesamte Werteorientierung. Und so lebt man es auch in der Familie. Und das ist eigentlich das Schöne, was Spaß macht, dass man so, wie man in der Familie lebt, auch in dem Unternehmen leben kann. Viele Mitarbeitende hat, die das in selber Form auch in ihren Familien tun. Ja. Und das macht dann am Ende des Tages den Zusammenhalt aus und das macht die Teamorientierung des gesamten WEPA-Teams aus. Deshalb so groß ist der Unterschied gar nicht zwischen Mensch und Unternehmer in dem Punkt. Ne? Und das ist eigentlich das Schöne am Familienunternehmertum, dass man halt eben auch die Möglichkeit hat, genau diese Ausprägung, die man in der Familie lebt, dann auch in dem Unternehmen leben zu können und das Unternehmen in diesem Sinne auch so mitzugestalten. Haben Sie für sich so eine persönliche Definition, was ein Unternehmer ist? Ich glaube, es gehört eine unternehmerische Vision dazu, dass man selbst Spaß daran hat, etwas zu bewegen, etwas zu gestalten, Zukunft zu gestalten und Menschen zu finden, zu befähigen und für eine solche Thematik mit zu gewinnen. Dass man gemeinsam an Zielen arbeitet und einer gemeinsamen Vision arbeitet, wo das Unternehmen mal sein soll. Das ist bei meinem Vater so gewesen, sonst wäre er nie selbstständig geworden, wenn er nicht diese Vision gehabt hätte und Menschen gefunden hat, die sich da haben für begeistern lassen, das mit ihm gemeinsam zu machen. Das hat er bei seinen Söhnen genauso geschafft, dass diese Begeisterung da ist. Und insofern glaube ich, Unternehmertum hängt viel mit dem Thema zusammen, wirklich etwas unternehmen zu wollen, Zukunft gestalten zu wollen und etwas bewegen zu wollen. Wenn Sie so mal in Ihre eigene Geschichte schauen, Sie haben Ihren Vater auch gerade schon angesprochen, glauben Sie, man wird als Unternehmer geboren oder ist das etwas, was man auch ein Stück weit lernen kann oder was sich entwickeln kann? Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, am Ende des Tages ist es beides, ne? So wie bei der menschlichen Entwicklung generell. Man hat etwas mit in den Genen mitbekommen, aber man nimmt viel Entwicklung mit. Also ich persönlich habe für mich immer mitgenommen, von anderen Menschen zu lernen, zuzuhören, zu lernen, weiterzugeben. Und so ist es auch mit dem Unternehmertum. Viel in der Familie gelernt zu haben, das weiterzugeben und sich darüber entsprechend auch weiterentwickeln zu können. Also insofern, ja, auf der einen Seite ist es sehr wahrscheinlich auch eine gewisse Veranlagung, aber viel mehr am Ende des Tages auch das Lernen und die Bereitschaft und auch den Mut zu haben und den Willen zu haben, etwas zu bewegen. Gibt es da so einen speziellen Punkt, wo Sie in Ihrer Vergangenheit gesagt haben oder wo Sie uns jetzt auch gerne mitnehmen wollen, wo Sie gemerkt haben, jetzt bin ich ein Unternehmer? Irgendwie so ein Moment, an den Sie sich heute manchmal vielleicht auch noch erinnern?
schwierig zu sagen, wo so ein Punkt ist. Ich glaube, es sind dann mehr so die gesamten Wendepunkte, nicht? Wo dann auch man einen gewissen Punkt erreicht, wo man sagt, und jetzt übernehme ich die Verantwortung für die Mitarbeitenden. Das ist Ja. sicherlich bei mir nochmal gewesen in der Entwicklung, als ich den Vorsitz in der Geschäftsführung übernehmen durfte im Jahre 2001 und damit die Gesamtverantwortung für das Unternehmen haben durfte. All meine Brüder natürlich hinter mir gestanden haben, wir das gemeinsam angegangen sind, aber es ist nochmal ein anderer Punkt, zu sagen, letztendlich ist es dann die Verantwortung, die man trägt. Und bei ganz bestimmten Schritten, die wir nach vorne gegangen sind und wo man sich abgestimmt hat mit der Mannschaft und die Mannschaft gesagt hat, ja, wir gehen diesen Weg gemeinsam und wir verfolgen diesen Weg gemeinsam, da hat man gemerkt, ja, da beginnt das Unternehmertum. Man nimmt mit und alle sind bereit, sich für diese Zielsetzung einzusetzen. Und damit hat man etwas in Bewegung gesetzt. Ich kann mir vorstellen, so wie man sich als Mensch entwickelt, so haben Sie sich ja auch als Unternehmer entwickelt. Das geht ja immer, das haben Sie ja schön skizziert, Hand in Hand mit der Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung vielmehr. Gibt es da Momente, wo Sie sagen, das waren Herausforderungen und Hindernisse, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin, auch aus unternehmerischer Sicht? Ganz bestimmt. Ja, also ich sag mal, ich bin der Jüngste in der Familie gewesen, habe mich meinen 3 Brüdern gegenüber immer durchsetzen müssen. Oft hat der Vater gesagt, bei dem Jüngsten passiert mir das nicht mehr. Und habe versucht, dann aus diesen Themen zu lernen, aber mich selbst persönlich zu entfalten. Es gibt dann gewisse Wendepunkte. Ich hatte mal in meinem Leben vor, etwas anders zu machen, als Unternehmer zu werden. Und habe mich dann dazu entschieden, und das ist ein Wendepunkt, ne, wo man sagt, das ist jetzt eine klare Entscheidung, das möchte ich jetzt machen, dazu stehe ich jetzt und diesen Weg zu gehen. Und dann geht es praktisch so wie die Entwicklung des Unternehmens auch. Ne? Also für mich ist eine große Entscheidung gewesen, damals zu sagen, ich möchte starten hier im Unternehmen im Personalbereich, um damit dann auch die Entwicklung der Mitarbeitenden entsprechend begleiten zu können. Und dann 2001 mit der Entscheidung, wir wachsen, anstatt vom Markt zu weichen. Das war eine ganz wichtige unternehmerische Entscheidung, die wir hier im Unternehmen getroffen haben, zu sehen, dass wir damit auch alle mitnehmen konnten, das zu tun, daraus die Verpflichtung entsteht, auch das einzuhalten und diesen Weg zu gehen. Dann war in meinem Leben sicherlich von den Entscheidungen, eines der schwierigsten Entscheidungen, die Kato Group damals zu übernehmen im Jahre 2010. Mit all den Risiken, die damit verbunden waren. Aber wir gesagt haben, das ist ein kalkuliertes Risiko, wir müssen das machen, um entsprechend nach vorne zu kommen. Ein bewegender Moment für mich persönlich ist gewesen, als wir es geschafft haben, den Private Equity Fonds, der unsere Kultur doch sehr beeinträchtigt hat, dann wieder vom Bord zu nehmen. Alle zusammengehalten haben, um genau das zu erreichen. Das war Teamorientierung im besten Sinne. Und dann uns weiterentwickeln zu können, bis hin zum Punkt zu sagen, wir können uns jetzt breiter aufstellen, wir wollen uns breiter aufstellen, wollen uns in der Führung breiter aufstellen, um damit dann auch das Unternehmen in eine gesicherte Zukunft zu führen, was sich alle hier im Hause gemeinsam auch dafür entsprechend aufgebaut haben. Naja, danke fürs Teilen, auch in diese geschichtlichen Teilen. Ich würde super gerne, wenn Sie erlauben, noch einmal kurz einsteigen in diesen Wendepunkt, den Sie skizziert haben. Sie haben ganz grob gesagt, es gab mal eine andere Orientierung, die ich eigentlich für mich vorhatte, habe mich dann aber für das Unternehmerdasein entschieden. Ich nehme an, es geht um den Sport in dem Fall. Wenn Sie jetzt überlegen oder diesen Blick auch so zurückwagen, Sie damals als Sportler mit Ihrer Persönlichkeit und heute Sie als Unternehmer, gibt es da Anknüpfungspunkte, wo Sie sagen, heute hilft mir das noch weiter oder das ist auch noch ein Denken, was sich bis heute auch in das Unternehmen und Sie als Mensch fortführt? Sehr, sehr vieles. Also ich betone das immer so, wenn wir über solche Themen sprechen. Ich habe eigentlich das meiste im Sport gelernt, das meiste in der Familie gelernt von dem und weniger auf der Universität gelernt, sondern das ist eigentlich das, was einen persönlich auch entsprechend prägt. Und dieser Wendepunkt im Sport und durch den Fußball damals, glaube ich, der wichtigste Punkt, die Teamorientierung zu haben. Dann bin ich Torwart gewesen, ja, da können Sie 89 Minuten gut spielen und in der 90. Minute einen Ball reinbekommen und dann sind Sie der Buhmann. Und dann ist man auf sich alleine gestellt, dann auch mit einer solchen Situation fertig zu werden. Für viele hört sich das als eine Lappalie an. Mich hat es damals sehr negativ beeindruckt, damit dann auch fertig zu werden und zu sagen, da zeige ich euch das besonders, dass ich das hier meinen eigenen Weg gehe. Und das ist das Thema, glaube ich, was wir auch heute im Unternehmen haben, wenn wir über Talente sprechen. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt im Sport besonders talentiert gewesen, aber ich habe beweisen können, dass man auch mit
hartnäckigem Trainieren, mit viel Fokus auf das Thema, dann für sich persönlich das erreichen kann, was man eigentlich auch persönlich erreichen wollte. Und das kann man natürlich sehr, sehr gut ins Unternehmen übertragen. Und zu Ihrer ersten Frage auch, das prägt einen dann, glaube ich, auch. Ne? Und das macht dann auch das Unternehmertum aus, dass man authentisch das machen kann, wie man persönlich auch ist und was man persönlich bewegen möchte. Absolut, bin ich ganz bei Ihnen. Ein Teil Ihrer Rolle ist ja auch noch die des Vaters. Und wenn Sie jetzt erlauben, würde ich super gerne auch ein bisschen einsteigen in dieses Familienthema, was ja auch das ganze Unternehmen mitprägt. Wenn Sie sich so erinnern, an Ihre Anfangszeit als Vater, haben Sie von vornherein dieses unternehmerische Denken und das, was an Persönlichkeitsstrukturen, was Sie jetzt ja auch gerade schön beschrieben haben, so mit einhergeht, mit einfließen lassen in die Erziehung? Oder kann man das einfach gar nicht trennen, weil es ja so ein großer Teil des Ganzen ist? Ich glaube, man kann es nicht trennen. Ich habe es nicht bewusst eingesetzt, ja, weil ich halt eben aus der ersten oder von der ersten Generation geprägt so ein bisschen auch immer den Eindruck gehabt habe, da muss unbedingt jetzt die Nachfolgeschaft dann auch ins Unternehmen kommen. Das wollten wir bewusst nicht so machen, damit alle die Entscheidung frei dann auch treffen können, möchte man diesen Weg gehen oder nicht. Aber ich glaube, was einen prägt, ist, dass man die Dinge aus dem Unternehmen natürlich in die Familie trägt und viel darüber gesprochen wird, man sich freut, wenn sich für die Themen als solches interessiert wird. Man versucht irgendwo schon darzustellen, dass Arbeit halt eben auch Spaß machen kann und wenn man 12 Stunden nicht zu Hause ist, das trotzdem sinnerfüllend ist und auch im Sinne der Familie sinnerfüllend ist, das zu tun. Und meine Frau und ich haben immer versucht, dann den Ausgleich in der Familie, dann an den Wochenenden zu finden, wo man halt eben auch viel dann über das Unternehmen gesprochen hat, aber mehr, um auch die Werteorientierung, das, was man aus dem Beruf lernt, weiterzugeben, als statt bewusst auf ein Thema hinzuarbeiten, dass auch die Nachfolgerin oder Nachfolger da mal ins Unternehmen sollen. Das ist einfach die Leidenschaft, mit der man die Themen aus den Unternehmen dann auch in die Familie trägt. So dieses Intrinsische, was man dann ja auch einfach so mit sich genau. trägt. Ne? Ja. Würden Sie selber von sich sagen, auch im Hinblick auf die Unternehmensattribute, dass Sie ein Vorbild sind? Ist, glaube ich, von sich selbst aus zu sagen schlecht, aber ich glaube, ich bin im positiven und im negativen Sinne Vorbild. Ja, ich sage immer zu allen im Unternehmen, lernt von dem, was ich gut mache, und lernt aber auch von dem, was ich schlecht mache, wo ihr sagt, so möchtet ihr es eigentlich nicht machen. Aber ich glaube, zum Unternehmertum gehört dazu, sich die Mühe zu geben, Vorbild zu sein, ja, und vor allen Dingen die Themen authentisch zu leben, aber auch werteorientiert zu leben. Und zu den Wertethemen gehört das Thema des Respektes und Vertrauen schaffen an erster Stelle. Und das kann man nur, wenn man authentisch die Themen lebt. Und da gehört das Vorbildsein dann dazu. Absolut. Auch wenn wir dann so Ihren gesamten Erfahrungsschatz dann mal auf den unterschiedlichen Ebenen so zusammenfassen. Wie wichtig ist es, dass wir diese Werte, die Sie als Person leben, die Sie auch mit Ihrer Familie verankert haben, tiefer reintragen ins Unternehmen? Ist das was essentiell nötig ist oder schaffen wir das auch auf einer anderen Ebene erfolgreich zu sein, ohne diese tiefe Verbundenheit? Also für unser Unternehmen, da bin ich fest davon überzeugt, ist es die Grundlage. Wenn wir das nicht hätten, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Also wenn wir erfolgreich sind, dann sind wir erfolgreich durch unsere Mitarbeitenden. Und unsere Mitarbeitenden sind erfolgreich, weil sie die Kultur, die uns ausmacht, leben. Und das ist insbesondere unsere Werteorientierung. Ja, wenn man da mal das Thema Respekt, Engagement und Nachhaltigkeit nimmt, damit ist eigentlich alles erfasst, dass wir langfristig denken, dass wir gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen, dass wir die soziale Nachhaltigkeit in diesem Sinne prägen, dass wir aber immer sehr getrieben sind von den ökonomischen Themen. Wie schaffen wir es, das Unternehmen so resilient aufzustellen, dass es zukunftsfähig ist, sich weiterentwickeln kann und daraus dann die ökologische Nachhaltigkeit entsteht, dass wir uns den Themen, die für die Zukunftsorientierung wichtig sind, dann auch tatsächlich stellen können und diese Transformationsprozesse, vor denen wir heute sind, mitgehen können. Das können wir nur auf der Wertebasis, weil wir sagen, ja, wir möchten unseren Teil der Verantwortung in dieser Gesellschaft mittragen. Wir möchten Mehrwert schaffen durch das Unternehmen, sonst hat das Unternehmen keinen Wert, wenn wir keinen Mehrwert schaffen. Und das angehen zu können, das macht einfach Spaß. Und daran sieht man, wie stark unsere Kultur ist und unsere Werteorientierung ist und dass das die gesamte Grundlage unseres Erfolges ist. Und wenn wir mal schauen, dass wir uns stetig bemüht haben, auch weiter zu wachsen, andere Unternehmen ins Unternehmen integriert haben, dann geht das nur auf der Basis einer Kultur, wo jeder weiß, wenn er sich dem Unternehmen anschließt, auf was er sich einlässt. Ja. Und auch heute die Mitarbeitenden von außerhalb wissen,
das Unternehmen, die Wepa-Marke steht für ganz bestimmte kulturelle und Werteorientierungsaspekte und man weiß, auf was man sich einlässt und das Thema dann damit auch mittragen muss und genauso mit angehen muss in der Teamorientierung. Wenn wir uns diesen einen Aspekt, die Nachhaltigkeit, den Sie auch gerade angesprochen haben, nochmal rauspippen, so als Teil unserer Kern-DNA, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wo sehen Sie da Punkte, wo wir das noch mehr fördern können, dass das noch tiefer die Schichten und alle Mitarbeitenden durchdringt? Haben Sie da Punkte, die Sie da mit uns teilen wollen können? Ja, ich glaube, so, weil wir uns da sehr viel mit auseinandersetzen, was können wir eigentlich auch kommunikationsmäßig besser machen. Also ich bleibe mal auch da bei der Historie. Früher war das einfach, da konnte man mit jedem Mitarbeitenden sprechen, man konnte sagen, was einen bewegt, man konnte sagen, was verstehen wir denn tatsächlich unter Nachhaltigkeit. Ja, dass es halt eben der Dreiklang der Nachhaltigkeit, der sozialen, der ökonomischen und der ökologischen Nachhaltigkeit ist. Das muss uns heute gelingen, im Unternehmen zu implementieren. Und wo jeder von den Mitarbeitenden sich überlegen muss, was ist eigentlich mein Beitrag? Was kann ich dazu beitragen, um das Unternehmen nachhaltig entsprechend für die Zukunft aufzustellen? Und diesen Weg zu gehen, das immer wieder verständlich zu machen, warum ist das für uns wichtig? Was verbindet uns damit? Und warum ist es unsere Zukunft? Und daraus abzuleiten, und was bedeutet das im Einzelnen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil sonst auch missverstanden wird, dass es uns nur um die ökologische Nachhaltigkeit gehen würde. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber die ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ist genauso wichtig. Und nur der Dreiklang macht am Ende des Tages die Wichtigkeit und den Transformationsprozess, den wir gehen wollen, aus. Wenn Sie so den Blick mal auf das große Ganze werfen, gibt es Punkte, wo Sie sagen, da laufen Kultur und Werte von Wepa schon in einem schönen Gleichschritt? Das glaube ich schon. Also ich sag mal, wenn man das sieht, wie wir heute als Teams zusammengewachsen sind, dass wir nicht in Silos denken, sondern cross-functional-mäßig die Themen angehen, dann sieht man, da steckt eine Teamorientierung hinter. Und wenn man sieht, dass viele Mitarbeitende erkannt haben, das Wissen, was wir im Unternehmen haben, wenn wir das aus dem Unternehmen für uns selbst rausziehen, indem wir zusammenarbeiten, dass daraus eine extreme Kraft entsteht, das zu tun. Und ich glaube, wir haben einen guten Beweis dadurch auch geschaffen, dass wir sehr frühzeitig 2019 angefangen haben, mit dem Gallup-Survey zu fragen, was bedeutet Engagement, wie wird das von den Mitarbeitenden gesehen, wie können wir uns über diesen Prozess verbessern, wie können wir in den Teams fragen, was bewegt den einzelnen Mitarbeitenden, wie können wir uns verbessern, wie können wir die Teams verbessern, wie können wir zielorientierter an die Themen herangehen. Und dass wir heute dann miteinander in die Kommunikation gehen können und uns dazu austauschen können über 14 Werke in Europa mit 4.400 Mitarbeitern. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, alle miteinander stolz drauf sein können und wo wir sehen, dass genau dieser Nachhaltigkeitsaspekt hier im Unternehmen gut gelebt wird. Und ich sage es vielleicht nochmal an einem Punkt, man hat es im letzten Jahr toll sehen können, zum 75-jährigen Jubiläum des Unternehmens. Ja, wo alle davon gesprochen haben, was ist das toll, die Entwicklung zu sehen aus der Vergangenheit zur Gegenwart und die Kraft zu haben, in der Gegenwart die Zukunft zu gestalten. Und das hat sich bei den Familienfesten toll gezeigt und wie viel Kraft alle genau aus diesem Thema dann auch ziehen. Und gerade auch in schwierigen Zeiten, in denen wir heute leben, daraus ziehen. Auf der anderen Seite, wo sehen Sie noch Nachholbedarf? Wo können wir uns noch weiterentwickeln? Ich glaube, diese Teamorientierung, voneinander zu lernen, das ist ein stetiger Prozess, den man immer wiederholen muss und wo man immer wieder versuchen muss zu lernen, das voneinander zu lernen. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass unsere große und größte Chance in der Zukunft ist, aus der Vielfalt, die wir im Unternehmen mittlerweile darstellen können, 52 Nationalitäten bei uns im Unternehmen beschäftigt zu haben. Das ist einfach toll. Ja, da hat man mal früher von geträumt, dass das sein könnte. Und diese Vielfalt so zu leben, dass wir voneinander lernen, ein Team sind, mit einer klaren Zielausrichtung die Themen anzugehen, das wird dem Unternehmen für die Zukunft weiterhin viel, viel Kraft geben, die Zukunft zu gestalten und weiterzuentwickeln. Und ich persönlich, vielleicht auch aus dem Sport bedingt, ja, zu sagen, Step by Step muss man sich entwickeln. Ja. Ich habe immer so eine schöne Erinnerung so im Training. Ja, dann hat man trainiert wie ein Weltmeister, sage ich immer. Und das Training ist in der letzten Phase meines Lebens noch genauso schwierig gewesen wie am Anfang.
weil man sich auch durch das Training immer weiterentwickelt hat und immer wieder durch das Training dann auch entsprechend sich selbst dann gezwungen hat, weiter nach vorne zu bewegen. Und das werden wir auch im Unternehmen sehen. Diese stetige Step-by-Step-Weiterentwicklung wird dazu führen, dass wir uns immer wieder weitere Möglichkeiten schaffen, uns weiterzuentwickeln. Jeder Einzelne, die Teams und damit auch das gesamte Unternehmen. Und wenn das Unternehmen sich wieder weiterentwickelt, dann können wir alle wieder davon auch entsprechend lernen. Und das sehen wir heute, dass es viele Kooperationspartner gibt, die gerne mit uns zusammenarbeiten, um gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten. Ja, so schön, dass wir auch gemeinsam unsere Grenzen und unser Niveau immer weiter verschieben und nach oben entwickeln. Ja. Wenn wir zum Abschluss den Ausblick in die Zukunft wagen wollen gemeinsam, stellen Sie sich einmal kurz vor, das Szenario, in 6 Jahren treffen wir uns hier wieder und Sie erzählen mir, wie sich genau diese Werte WEPA in dieser Orientierung weiterentwickelt hat. Was wären so Punkte, wo Sie sagen, die wünschen Sie sich, dass Sie mir in 6 Jahren erzählen könnten? Dass wir eine Performance with Care im Unternehmen leben, auf der Basis unserer Werteorientierung, dass die so stark verankert ist und auch bleibt. Das ist immer das Schwierigste, etwas zu entwickeln, aber auch den Stand dann zu halten, gerade wenn man auch nochmals weiter gewachsen ist. Und wir werden im Jahre 2030 ein anderes Unternehmen sein. Wie viele Werke wir dann auch immer haben werden, aber wir werden mehr Mitarbeitende haben, wir werden uns weiterentwickelt haben, wir werden aus unserem Konzept Lieferantentum Mehrwert generiert haben und uns mit unseren Kunden und für den Verbraucher weiterentwickelt haben. Und für mich ist dann die Zielsetzung und für das gesamte Unternehmen, dass wir unseren Purpose, den wir haben, nachhaltige Hygienelösung zu bieten, hier im gesamten Unternehmen verinnerlicht haben und wir mit unserer WEPA-Marke für diesen Purpose stehen und damit dann auch unser Together for Better Life gemeinsam leben, das sich so implementiert hat, dass wir darauf dann wiederum die nächsten Schritte entsprechend aufbauen können. Und für mich persönlich ist es eine große Zielsetzung, dass im Jahre 2030 alle sagen, das ist das Unternehmen, das ist die Inhaberfamilie, sehr weitsichtig angegangen, dass man immer langfristig sich ausgerichtet hat als Mehrgenerationsfamilienunternehmen, der Nachfolgeprozess gut gelaufen ist, die gesamte Führungsmannschaft breiter aufgestellt ist und wir damit alle gemeinsam das Thema der Werteorientierung entsprechend hier im Unternehmen leben können, unsere Kultur uns weiter prägt und wir damit ein Unternehmen haben, was im besten Sinne des Wortes systemrelevant ist, nämlich so systemrelevant ist, dass wir Vorbild sind für das Thema Familienunternehmertum und wie man Kultur in einem Unternehmen lebt und sich dadurch nachhaltig weiterentwickelt. Richtig schön. Vielen Dank fürs Mitnehmen in Ihre Vision, in Ihre Geschichte. Ich glaube, es liegt noch ein ganz, ganz spannender Weg vor uns und ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.